Moin, willkommen in Hamburg, im Stadtteil Volksdorf, an der Straße Lerchenberg. Die Hochbahn, also die U-Bahn-Gesellschaft von Hamburg, tauscht im Sommer und Herbst 2025 mehrere Brücken im Raum Volksdorf aus. Hier am Lerchenberg wurde die alte Brücke bereits ausgebaut und die neue eingesetzt. An diesem Nachmittag wurde nochmals mit einem Autokran gearbeitet. Am Ahrensburger Weg sehen wir ebenfalls schon die neue Brücke. Rechts und links wurden die Widerlager abgebrochen, dort, wo jetzt die Löcher neben der Brücke sind. Sie sollen komplett neu aufgebaut werden. Die früheren Brücken und Widerlager stammten aus der Zeit um 1920. Damals war dieser Zweig der Walddörferbahn gerade neu eröffnet worden. Die Bahn heißt so, weil sie die Hamburger Innenstadt mit den Walddörfern verbindet, unter anderem mit Berne, Volksdorf oder Ohlstedt. Sie sind heute Stadtteile von Hamburg und gehörten auch in den 1920er Jahren zu Hamburg. Damals waren sie aber Exklaven, umgeben von preußischem Gebiet. Durch die Walddörferbahn sollte es attraktiver werden, in den Hamburger Walddörfern zu siedeln und nicht etwa im angrenzenden Preußen. Während der Bauarbeiten fahren Ersatzbusse unter dem Namen Buchenkamp-Shuttle zwischen den U-Bahnhöfen Volksdorf und Buchenkamp. Hier sehen wir Busse am Buchenkamp. Die Haltestelle liegt direkt unter den U-Bahn-Brücken. Auch oben am Bahnsteig wird auf den Schienenersatzverkehr hingewiesen. Ein Zug kommt aus Großhansdorf an. Im Regelbetrieb fahren hier Züge mit 8 oder 9 Wagen. Während der Bauarbeiten pendeln nur Kurzzüge mit 4 Wagen zwischen Buchenkamp und Großhansdorf. Damit weiterhin ein stufenloser Einstieg möglich ist, müssen die Kurzzüge bis zum erhöhten Bahnsteigbereich fahren. Sie können also nicht direkt an der Treppe halten. Dann fährt der Zug wieder nach Großhansdorf. Normalerweise fährt auf der U1 abwechselnd ein Zug nach Ohlstedt und einer nach Großhansdorf. Während der Brückenbauarbeiten fährt stattdessen tagsüber jeder zweite Zug bis Volksdorf.
In Volksdorf benutzen die Züge die südliche Kehranlage. Hier wird ein Zug bereitgestellt zur Abfahrt nach Norderstedt-Mitte. Vom Nebengleis fährt ein Zug in die Kehranlage. Hier sehen wir von der Straße Uppenhof aus, wie ein Zug in die Kehranlage fährt. Auch am Zweig der Walddörferbahn nach Ohlstedt wird es Veränderungen geben. Hier stehen neue Signale. Noch sind sie mit einem X als ungültig gekennzeichnet, aber sie werden vermutlich bald in Betrieb genommen. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.